Viele Leute fragen mich immer wieder, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich wirklich fließend Deutsch sprechen konnte. Und ganz ehrlich, das hängt total davon ab, was du unter fließend verstehst. Ich sehe oft Videos von Leuten, die sagen, sie hätten in 30 Tagen Deutsch gelernt. Und dann siehst du sie in einem Café ein Brötchen bestellen oder jemanden fragen, wo die U-Bahn ist, und alle sagen, »Wow, dein Deutsch ist ja toll!« Aber das ist für mich kein fließend Sprechen. Fließend bedeutet, dass du echte Gespräche mit Muttersprachlern führen kannst, ohne lange nachzudenken. Dein Akzent ist verständlich, du bildest komplexe, korrekte Sätze und du verstehst den größten Teil dessen, was dein Gegenüber sagt. Und wenn du mal etwas nicht verstehst, kannst du nachfragen, neu formulieren und trotzdem weitersprechen. Das ist für mich wahre Sprachflüssigkeit. In meinem Fall kam noch etwas dazu. Ich brauchte Deutsch für die Arbeit. Ich war damals Mitarbeiter in einer internationalen Organisation in Berlin und dort war Deutsch Pflicht. Alle Protokolle, alle E-Mails und alle Besprechungen waren auf Deutsch. Ich musste die Sprache also nicht nur verstehen, sondern wirklich beherrschen. Wenn ich das als Maßstab nehme, dann würde ich sagen, ich wurde nach etwa 1,5 Jahren fließend, also in weniger als 2 Jahren. Klingt lang? Kommt drauf an. Wenn du gerade erst anfängst, klingt das vielleicht wie eine Ewigkeit. Aber wenn du schon länger lernst und dich fragst, warum du immer noch stockst, klingt es vielleicht sogar schnell. Und genau für dich, für alle, die schon ein bisschen Deutsch können, aber das Gefühl haben, sie treten auf der Stelle, ist dieses Video. Ich erkläre dir, wie ich gelernt habe, welche Techniken mir wirklich geholfen haben und warum ich am Ende nicht nur Deutsch gesprochen habe, sondern auf Deutsch gedacht habe. Ich sage es gleich. Das wird kein kurzes Video. Ich mag solche Oberflächentipps nicht. Ich will, dass du wirklich verstehst, warum etwas funktioniert, wie du es nachmachen kannst und wo vielleicht bisher der Knoten war, der dich aufgehalten hat. Als ich mit Deutsch anfing, war ich ehrlich gesagt völlig überfordert. Ich war nie schlecht in Sprachen, aber Deutsch war anders. Diese Fälle, diese Artikel, diese Endungen. Ich habe mich gefragt, ob sich Muttersprachler das wirklich alles merken oder ob sie einfach Glück haben. Am Anfang hatte ich ein normales Lehrbuch. Ich saß abends in meiner kleinen Wohnung in Kreuzberg, las die Dialoge und dachte, das klingt doch gar nicht so schwer. Und dann kam die Realität. Im echten Gespräch verstand ich nichts. Ich hörte zwar Wörter, die ich kannte, aber im Satz klangen sie plötzlich völlig anders. Auch habe ich mir gesagt, okay, ich lerne das jetzt systematisch. Ich kaufte mir Grammatikbücher, schaute Videos und übte nach Feierabend. Aber nach ein paar Wochen merkte ich, das reicht nicht. Ich konnte einzelne Wörter, aber keine echten Gespräche führen. Und das lag daran, dass ich mich zu sehr auf Regeln konzentrierte, auf das, was richtig klingt, nicht auf das, was funktioniert. Dann kam ein Moment, der alles geändert hat. Ich musste für meinen Job an einer kleinen Sitzung im Bundestag teilnehmen, nur als Beobachter, nichts Großes. Aber alle sprachen natürlich Deutsch. Ich saß da, machte Notizen, verstand vielleicht jedes dritte Wort und fühlte mich komplett verloren. Auf dem Rückweg dachte ich mir,
So kann das nicht weitergehen. Ich muss lernen, wie Deutsche wirklich sprechen, nicht nur, wie Deutsch im Buch klingt. Auch fing ich an, Gespräche auf der Straße mitzuhören, kleine Phrasen aufzuschreiben und mir deutsche Serien mit Untertiteln anzusehen, nicht als Unterhaltung, sondern als Lernmaterial. Und plötzlich begann ich zu merken, dass es 2 Arten von Deutsch gibt. Das Schuldeutsch, das ordentlich klingt, mit allen Endungen richtig, und das Alltagsdeutsch, das Menschen wirklich benutzen. Und das war der Punkt, an dem mein echtes Lernen begann. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich verstanden habe, dass Grammatik kein Feind ist. Bis dahin hatte ich sie gehasst. Diese Tabellen, diese Ausnahmen, diese unsichtbaren Regeln, die einem keiner erklärt. Aber eines Tages saß ich in einem kleinen Café und versuchte einem Kollegen auf Deutsch etwas zu erklären. Ich wollte sagen, es ist besser, wenn wir morgen gehen. Und ich wusste plötzlich nicht, wie man das "wenn wir" richtig sagt. Ich hörte mich selbst stottern und abbrechen, und dann hat es Klick gemacht. Ich erinnerte mich an eine Regel, die ich vorher nie ernst genommen hatte, den Konjunktiv 2. Und mir wurde klar, dass das gar kein unnötiger Grammatikkram ist, sondern das Herz der Sprache. Es ist der Unterschied zwischen "wir gehen morgen" und "es wäre besser, wenn wir morgen gehen würden". Zwischen Information und Nuance. Zwischen Verstehen und sich ausdrücken. Ab da sah ich Grammatik anders. Ich fing an, sie wie eine Landkarte zu betrachten. Wenn du die Karte einmal verstanden hast, findest du dich überall zurecht. Und wenn du dich verirrst, weißt du wenigstens warum. Ich kaufte mir ein dickeres Grammatikbuch. So eins, das eigentlich für Lehrer gedacht war. Früher hätte ich das nach 2 Seiten wieder zugeschlagen. Aber diesmal las ich es neugierig mit der Frage, wie denken Deutsche, wenn sie sprechen? Und das hat alles verändert. Ich fing an, kleine Regeln aktiv zu testen. Ich baute Sätze, probierte Varianten aus, schrieb sie mir auf und verglich sie mit echten Gesprächen. Ich begann, Deutsch nicht mehr als Wörter zu sehen, sondern als System. Ein System, das funktioniert, sobald du die Logik dahinter verstehst. Am Anfang dachte ich muss einfach mehr Wörter lernen. Ich schrieb mir ellenlange Listen auf. Tisch, Stuhl, Auto, Fenster, Lächeln, Entscheidung, Verantwortung. Aber ich konnte sie nicht behalten. Ich vergaß sie schneller, als ich sie gelernt hatte. Dann fiel mir etwas auf. Viele deutsche Wörter bestehen aus Bausteinen. Wenn du die Teile verstehst, brauchst du die Wörter gar nicht alle einzeln zu lernen. Zum Beispiel Verantwortung. Da steckt Antworten drin. Voraussetzung kommt von Sätzen. Oder Zufriedenheit weit von Frieden. Ich merkte, Deutsch ist eigentlich wie Lego. Du musst nur wissen, wie die Steine heißen und kannst endlos neue Dinge bauen. Ab da lernte ich keine Listen mehr, sondern Wortfamilien. Ich schrieb mir ein Wort auf und suchte dann 10 Varianten davon. Schreiben, beschreiben, aufschreiben, unterschreiben, Verschreibung, Schrift, schriftlich. Und plötzlich konnte ich mich breiter ausdrücken, ohne mehr auswendig zu lernen.
Das war ein Wendepunkt. Ich verstand. Es geht nicht darum, viele Wörter zu kennen, sondern die richtigen Verbindungen zu verstehen. Das größte Problem kam aber später. Ich konnte zwar verstehen, lesen, schreiben, aber ich sprach zu langsam. Ich übersetzte alles im Kopf, und wenn ich sprechen wollte, war der Moment schon vorbei. Dann entwickelte ich eine Methode, die alles verändert hat. Ich nenne sie heute meine 3-Satz-Starter. Im Grunde sind das 3 Verben, die ich ständig benutze, um Sätze schnell anzufangen. Die 3 sind können, wollen und müssen. Ich weiß, das klingt banal, aber es ist Gold wert. Denn mit diesen 3 Wörtern kannst du fast jede Situation abdecken. Ich lernte sie in den wichtigsten Formen auswendig. Ich kann, du kannst. Ich will, du willst. Ich muss, du musst. Und dann setzte ich einfach Verben hintendran, ohne lange zu denken. Zum Beispiel, ich kann gehen. Ich will sprechen. Ich muss arbeiten. Und mit ein bisschen Übung kamen ganze Gesprächsteile dazu. Ich kann morgen kommen. Ich will das besser verstehen. Du musst mir das erklären. Das war der Moment, wo mein Deutsch plötzlich flüssiger klang. Ich dachte nicht mehr über jedes Wort nach. Ich baute Sätze wie aus Blöcken. Diese kleinen Bausteine gaben mir Sicherheit und sie gaben mir Zeit. Denn das ist das Geheimnis des Sprechens. Du brauchst Zeit, während du redest, um den nächsten Satz zu planen. Und genau das gaben mir diese festen Satzanfänge. Es gab einen Moment, an dem ich merkte, jetzt passiert etwas Neues. Ich war mit Kollegen in einer Pause. Sie redeten über irgendein aktuelles Thema. Politik, Fußball, irgendwas Alltägliches. Und plötzlich dachte ich verstehe das, nicht Wort für Wort, aber im Ganzen. Ich saß da, hörte zu, und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, mein Kopf übersetzt nicht mehr. Die Sätze kamen einfach an. Sie fühlten sich nicht mehr wie Fremdsprache an, sondern wie Geräusche, die Sinn ergaben. Das war ein unglaublich gutes Gefühl. Und ich habe mich gefragt, warum jetzt? Warum auf einmal? Ich glaube, es lag daran, dass ich aufgehört hatte, alles perfekt verstehen zu wollen. Ich begann, einfach drin zu bleiben, auch wenn mir ein Wort fehlte. Ich erriet Bedeutungen, hörte zu und ergänzte im Kopf wie ein Puzzle. Das war der Moment, in dem mein Gehirn von »Ich lerne Deutsch« zu »Ich benutze Deutsch« gewechselt hat. Ich fing an, jeden Tag bewusst Deutsch zu denken. Nicht lange, nur 5 bis 10 Minuten, beim Einkaufen, beim Kochen, auf dem Fahrrad. Ich dachte Dinge wie, okay, ich nehme jetzt die Milch. Ich habe keine Lust, den Müll rauszubringen. Das war heute echt anstrengend. Kleine Gedanken, einfache Sätze. Aber sie veränderten alles. Denn so trainierst du dein Gehirn auf automatisches Denken in der Zielsprache. Nicht mit Regeln, sondern mit Gewohnheit. Nach ein paar Wochen merkte ich konnte plötzlich viel schneller sprechen. Nicht, weil ich mehr Wörter kannte, sondern weil ich nicht mehr übersetzte. Ich redete einfach los. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wenn du fließend Deutsch sprechen willst. Du musst dich trauen,
unperfekt zu sein. Die meisten scheitern nicht an der Sprache. Sie scheitern daran, dass sie Angst haben, Fehler zu machen. Aber das ist wie beim Autofahren. Du lernst es nur, indem du fährst, nicht indem du Handbücher liest. Ein weiterer großer Durchbruch kam, als ich aufhörte, einzelne Wörter zu lernen und stattdessen Phrasen lernte. Ich entdeckte, dass Muttersprachler nicht in Einzelwörtern denken, sondern in fertigen Bausteinen. Zum Beispiel sagt niemand, ich möchte, dass du, und überlegt dann ewig. Das kommt einfach automatisch. Ich möchte, dass du mir hilfst. Ich glaube, dass es regnet. Es wäre schön, wenn wir Zeit hätten. Diese Satzanfänge sind wie Zugwaggons. Du musst nur den ersten Wagen aufs Gleis setzen und während du ihn aussprichst, hast du Zeit, den nächsten Wagen anzuhängen. Ich nannte das später mein Zugprinzip. Ich schickte den Satz einfach los und während der erste Teil schon draußen war, formte ich im Kopf den Rest. Beispiel: Weißt du, was ich denke? Ich finde, dass es ist besser, wenn... Das klingt trivial, aber genau so sprechen Muttersprachler. Und je mehr von diesen Phrasen du kennst, desto weniger musst du nachdenken, weil dein Gehirn ganze Satzteile automatisch abruft. Ich lernte solche Phrasen gezielt. Jeden Tag ein paar neue. Ich schrieb sie auf Karteikarten, aber nicht wie Vokabeln, sondern immer als ganze Sätze. Nach ein paar Monaten merkte ich konnte mich in Gesprächen freier bewegen. Ich suchte nicht mehr nach Worten, ich spielte mit Sprache. Irgendwann merkte ich, dass Deutsch nicht mehr mein Lernprojekt war, sondern einfach Teil meines Alltags. Ich las Nachrichten auf Deutsch, hörte Podcasts, machte Witze mit Kollegen auf Deutsch und träumte manchmal sogar auf Deutsch. Das war der Punkt, an dem ich wusste, jetzt bin ich angekommen. Natürlich war mein Deutsch nicht perfekt, und das ist es auch heute nicht. Aber Perfektion ist kein Ziel. Sie ist eine Illusion. Das Ziel ist Verständigung, Verbindung, Ausdruck. Wenn du das schaffst, bist du fließend. Nicht, wenn du alle Artikel richtig hast, sondern wenn du dich echt ausdrücken kannst. Und heute, Jahre später, nutze ich Deutsch jeden Tag, im Beruf, im Alltag, in meinem Denken. Ich habe damit Präsentationen gehalten, Verhandlungen geführt und irgendwann sogar ein deutsches Buch gelesen, ohne auf die Uhr zu schauen. Das war für mich der Moment, an dem ich dachte, jetzt kann ich es wirklich. Wenn ich heute zurückblicke auf all die Jahre, die ich mit Deutsch verbracht habe, dann gibt es ein paar Dinge, die ich gern früher verstanden hätte. Nicht über Grammatik oder Vokabeln, sondern über das Lernen selbst. Ich glaube, der wichtigste Satz ist, Sprachenlernen ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Früher dachte ich, es gäbe ein Ziel, den Tag, an dem ich aufwache und fertig bin. Fließend, keine Fehler mehr, keine Unsicherheit. Aber dieser Tag kam nie, und irgendwann wurde mir klar, er muss auch gar nicht kommen. Denn Sprachen sind keine Prüfung, die man besteht. Sie sind ein Werkzeug, mit dem man lebt. Ich lerne heute noch, jeden Tag. Nicht, weil ich muss, sondern weil es Spaß macht. Weil Sprache nie stillsteht. Weil jedes Gespräch mich ein Stück verändert.
Ich würde mir selbst von damals sagen, mach langsamer, hör mehr zu, hab keine Angst, etwas falsch zu sagen. Fehler sind keine Beweise für Unwissen. Sie sind der Klang des Lernens. Und noch etwas. Ich würde früher anfangen, mit Menschen zu reden. Nicht mit Apps, nicht nur mit Büchern, sondern mit echten Menschen. Weil kein Buch dir beibringt, wie sich Sprache anfühlt, wie ein Satz klingt, wenn jemand lacht, wie ein einfaches Echt eine ganze Unterhaltung verändern kann. Wenn ich eine einzige Sache aus all dem mitnehmen müsste, dann wäre es diese. Du lernst Deutsch nicht mit dem Kopf, du lernst es mit der Zeit. Mit jedem Gespräch, jedem Versuch, jedem Moment, in dem du etwas sagen willst und das Wort nicht findest und es dann trotzdem sagst. Es geht nicht darum, perfekt zu sprechen. Es geht darum, verstanden zu werden. Und irgendwann auch darum, andere zu verstehen. Nicht nur sprachlich, sondern menschlich. Ich habe viele Leute getroffen, die fließend Deutsch sprechen, aber nie wirklich ankommen. Und andere, die mit gebrochenem Deutsch mehr Verbindung schaffen als jeder Muttersprachler. Weißt du, was sie gemeinsam haben? Sie sprechen mit Herz. Wenn du das tust, wenn du dich traust, Fehler zu machen, zu lachen, zu fragen, wenn du dir erlaubst, in der Sprache du selbst zu sein, dann bist du längst fließend. Ich habe am Anfang gesagt, es hat bei mir etwa 1,5 Jahre gedauert, bis ich fließend war. Aber heute glaube ich, das war nur der Anfang. Fließend werden ist nicht das Ende des Lernens. Es ist der Moment, in dem du aufhörst zu lernen und anfängst zu leben. In einer neuen Sprache. In einer neuen Denkweise. Und wenn du gerade auf diesem Weg bist, dann bleib dran. Mach nicht jeden Tag viel, aber mach jeden Tag etwas. Hör hin, sprich, denk laut. Und vergiss nie, Sprache ist keine Wand, die du überklettern musst. Sie ist eine Tür, die du jeden Tag ein Stück weiter öffnest. Und irgendwann, ohne es zu merken, gehst du einfach hindurch.